Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Seit Jahren predige ich es, wir brauchen mehr und bessere Getriebenaben für schwere E-Bikes und Lastenräder. Und ein sehr heißer Kandidat ist die neue Getriebenabe von 3X3. Und die ist in einem ebenso heißen Bike eingebaut, dem Portus Cargo. Und diese beiden Sachen in Kombination gucken wir uns in diesem Video einmal ganz genau an. Aber was ragt eigentlich so ins Bild? Erstmal ein Transparenzhinweis. Dieses Video entsteht in Kooperation mit 3X3 und Portus. Sie haben uns nicht nur eins, sondern zwei Fahrräder ausgeliehen und sie unterstützen die Produktion des Videos finanziell. Sie haben allerdings keinen Einfluss darauf, wie das Video entsteht und was ich dazu sage, und sie bekommen das Video auch erst zu sehen, wenn ihr es zu sehen bekommt. Wir sind komplett herstellerneutral. Und jetzt starten wir mal rein. Portus wurde vor einigen Jahren von Alex Klaus gegründet und hat sich recht schnell einen Namen gemacht für hochwertige Stahlrahmen und individuelle Fahrräder. Mittlerweile wurde die Marke von Ikone gekauft und weitergeführt und ein kleines Team baut im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz hochwertigste Individual- und Maßrahmen auf. Allerdings haben sie auch zwei Gravel-Bike-Rahmen im Programm und mittlerweile auch das hier. Das Portus Cargo. Von der Bauform ist es eines der klassischsten Prinzipien, nämlich ein Bäckerfahrrad. Vorne ein 20 Zoll Rad und darüber eine große Ladefläche. Das hat den Vorteil, dass das gesamte Rad nicht länger ist als ein normales Fahrrad und sich wirklich, dadurch, dass es hier eine direkte Verbindung zum Vorderrad gibt, klassisch wie ein normales Fahrrad auch fährt. Oder zumindest fahren soll. Wie es sich fährt, das sehen wir später noch. Aber das finde ich sehr, sehr spannend, denn dieses klassische Bäckerfahrrad mit einem klassischen Stahlrahmen mutet erstmal sehr klassisch an, hat aber wahnsinnig viele coole Details und ist ein echter Technologieträger. In dieses Bike ist auch sehr viel Liebe reingeflossen und ich zeige euch jetzt mal ein paar Details. Das erste, was mir aufgefallen ist, dass diese Logos und Schriftzüge hier auf dem Rahmen nicht drauf lackiert sind oder draufgeklebt, sondern die sind erhaben. Das ist nämlich aus Edelstahl, sodass das einen richtig schönen Effekt ergibt und sich auch noch richtig gut anfühlt und natürlich super dauerhaft ist. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, das Ganze mit Stickern zu bekommen. Das ist dann etwas günstiger. Das hier ist eine Option. Das nächste richtig edle Detail ist der Vorbau, der hier in der Rahmenfarbe lackiert ist. Sowas findet man nicht an Bikes von der Stange, sondern wirklich nur an solchen Manufakturbikes. Und apropos Farbe, ihr könnt hier theoretisch jede Farbe des Regenbogens aufbringen lassen. Es gibt allerdings auch ein paar Standardfarben, aus denen ihr wählen könnt. Ein weiteres cooles Detail sind die vielen Anschraubpunkte. Hier haben wir welche, da haben wir welche, neben den Ladeflächen, die natürlich noch einige Möglichkeiten bieten. Das heißt, dieses Bike ist nicht nur bereit, um den Alltag irgendwie zu bestreiten, sondern man bekommt hier auch weitere Rahmentaschen und auch Flaschenhalter dran, sodass man damit auch richtig lange Touren machen kann. Aber apropos Tasche, diese kleine Benubags Rahmentasche hier, die perfekt hier reinpasst und hier dafür gemacht wurde, ist ein richtig niedliches Detail, um hier irgendwas reinzutun, den Snickers zum Beispiel oder die Schlüssel, wenn man gerade mal mit diesem Bike unterwegs ist. Sehr, sehr schöne kleine Tasche. Und dann etwas, was mir richtig gut gefällt, ist dieses Ausfallende hier unten. Denn das bietet nicht nur eine Öffnung, um einen Riemen durchzuziehen, sondern lässt sich hier durch diesen Slider auch entsprechend spannen, sodass man nicht mit irgendeinem Spanner arbeiten muss.
bietet aber auch die Möglichkeit, von einer Nabenschaltung wegzugehen, wenn man das nicht möchte, und eine klassische Kettenschaltung zu montieren, weil hier auch noch ein Schaltauge montiert ist. Und hier kommt dann auch eine richtig stabile Steckachsenkonstruktion zum Einsatz. Und dann kommen wir jetzt mal zu so ein paar Komponenten, denn hier wurde wirklich ganz tief in die Trickkiste gegriffen, ganz tief in den Konfigurator rein, um die allerbesten Teile aus My Homeland, Baden-Württemberg, zu bekommen. Wie zum Beispiel die Cargoka Federgabel von Bike Technology. Die ist ganz neu auf dem Markt, ist eine hochwertige Alternative zu den gängigen Lastenrad-Federgabeln. Und das Besondere an dieser Gabel ist, dass sie das Upside-Down-Prinzip hat. Also anders als bei regulären Federgabeln federt die Gabel nicht hier oben ein, sondern hier unten. Und das hat den unbestreitbaren Vorteil, dass natürlich der Dreck immer von den O-Ringen hier nach unten geschoben wird und nicht beim Einfedern quasi in die Gabel rein. Und zusätzlich zu der sehr hochwertigen Verarbeitung ist diese Gabel viel, viel langlebiger als alle anderen Federgabeln, die es für Lastenräder momentan auf dem Markt gibt. Das nächste spannende Detail ist die verbaute Bremse, denn hier kommt die neue Fahrwerkerbremse zum Einsatz. Standardmäßig ist hier eine Magura MT5E drin, die ist auch schon richtig gut. Aber diese Bremse hier wurde speziell für Lastenräder entwickelt, hat besonders dicke Belege, die dafür sorgen, dass die Bremse natürlich deutlich länger hält. Die Belagsmischung ist speziell an diesen Zweck angepasst worden und hier kommen auch spezielle Scheiben zum Einsatz mit 200 mm Durchmesser vorne und hinten, die ebenfalls nochmal dicker sind und natürlich dann wiederum dafür sorgen, dass diese ganze Bremsanlage länger im Einsatz sein kann, bevor man irgendwas tauschen muss. Und ein letztes Detail, bevor wir auf den eigentlichen Hauptdarsteller kommen, findet sich hier oben am Lenker und am Gepäckträger, nämlich die neuen Busch und Müller Turntec Blinker. Seit kurzem sind die ja legal und hier sind sie gleich schon eingebaut und ich muss schon sagen, bei den ersten Fahrten hat mir das richtig gut gefallen, nicht die Hände vom Lenker nehmen zu müssen, um anzuzeigen, in welche Richtung man fahren möchte. Auf jeden Fall eine echte Innovation hier weiterhin an diesem Fahrrad. Die kommt allerdings nicht aus Baden-Württemberg. Kommen wir jetzt aber mal zu der Schaltung. 3x3 ist eine Marke der H&B Hightech, ein Unternehmen, das sich auf Automation, Ingenieursdienstleistungen und Metallverarbeitung spezialisiert hat. Alles drei Dinge, die bei der Entwicklung und der Produktion einer solchen Narbe sicherlich zuträglich sind. Erstmal ein paar harte Fakten. 9 Gänge hat diese Narbe, deswegen der etwas kauderwelschige Name 3x39. Und diese 9 Gänge sind dann über die komplette Übersetzungsbandbreite von 554% gleichmäßig verteilt, was ich sehr angenehm fahren dürfte. Das maximale Eingangsdrehmoment der Narbe ist 250 Newtonmeter, also die hält sogar die stärksten Mittelmotoren aus. Und sie hat ein Gewicht von um und bei 2 Kilogramm. Als ich die Narbe das erste Mal 2022 auf der Eurobike gesehen habe, da wusste ich, da kommt was Großes auf uns zu. Gerade für unseren Bereich der Lastenräder, der schwereren E-Bikes. Denn gerade in diesem Bereich braucht man nicht unbedingt viele Gänge, sondern eher eine große Übersetzungsbandbreite und Effizienz. Da ist dann auch das Eigengewicht der Schaltung eher zweitrangig. Was man aber definitiv braucht, ist eine hohe Zuverlässigkeit. Und diese Narbe hier verlangt dank der integrierten Fettpackung nicht nach Ölwechseln und nicht nach Wartung und ist dank der Planetengetriebe da drin einfach äußerst langlebig. Es gibt 2 Möglichkeiten, durch diese 9 Gänge zu schalten. Einmal, und da holen wir jetzt den zweiten Kandidaten dazu, mit einem klassischen Drehgriff. Und das ist natürlich super schnell. Durch die 9 Gänge geht es da durch, lässt sich auch einfach im Stand schalten. Die zweite Möglichkeit ist elektronisch. Dann befindet sich hier oben am Lenker nämlich ein drahtloser Schalter, mit dem man wiederum durch alle 9 Gänge schalten kann. Sowohl im Stand als auch während der Fahrt. Das Besondere hierbei ist, dass das mit dem Bosch-System komplett kompatibel ist, mittels der eShift-Funktion. Dadurch werden dann in dem Display die Gänge angezeigt oder beziehungsweise der Gang, in dem man sich gerade befindet. Und der Motor nimmt auch etwas Leistung raus, wenn man von einem in den nächsten Gang schaltet, um die Narbe möglichst gut zu schonen. Und die nächste Funktion ist, dass das Fahrrad bzw. die Narbe automatisch in einen voreingestellten Gang schaltet, wenn man zum Stehen kommt, sodass man immer den gleichen Anfahrgang hat, selbst wenn man vorher im 9. Gang irgendwie unterwegs war, sodass man das nicht selber machen muss.
Ganz angenehm eigentlich. Wie sich beide Schaltungen fahren, das werden wir natürlich gleich im Fahreindruck sehen. Jetzt gehen wir noch mal kurz aufs Portus ein. Das Bike gibt es in 3 verschiedenen Größen, wobei die kleinste Rahmengröße S für Menschen ab 1,60 Meter geeignet ist und die größte Rahmengröße für Menschen bis etwa 2 Meter. Ich habe jetzt hier ein Bike in Rahmengröße M. Das ist meiner Frau ein bisschen zu groß und mir ein bisschen zu klein. Und das hier ist Rahmengröße L und das passt mir richtig gut. Und ihr könnt hier schon mal sehen, da ist ein deutlicher Unterschied in der Ausstattung vorhanden. Also ihr könnt wirklich von dem High-End-Bike mit kompletter Ausstattung, mit Schutzblechen etc. alles nehmen. Aber ihr könnt das Bike auch so konfigurieren, dass ihr wirklich nur so eine minimal Mountainbike-Ausstattung habt, wenn ihr so ein Bike eben für eure Cross-Touren braucht, für eure Mountainbike-Touren, wie es zum Beispiel beim Megavalanche nötig war. Aber für den Alltag werdet ihr wahrscheinlich ein Bike nehmen, das so praktisch wie möglich ist. Dieser Frontgetrieber ist beim Portus Cargo immer mit dabei. Und es ist halt diese klassische Beckerrad-Bauform und dieser Gepäckträger ist wirklich außergewöhnlich groß. Wir sprechen hier über 40 x 60 Zentimeter. Also eine komplette Eurobox passt hier quer vorne drauf. Und dadurch, dass der Lenker so breit ist und ein richtiger Mountainbike-Lenker ist diese Ladefläche auch nicht breiter als der Lenker bzw. das Fahrrad an sich. Man kommt also überall noch gut durch. Diese Ladefläche ist dann für 30 Kilogramm freigegeben und hat rundherum Verzurösen und Möglichkeiten, um Dinge hier festzumachen. Dürfte also auch für den größeren Einkauf richtig gut ausreichen. Für den Alltag werdet ihr aber wahrscheinlich auch den hinteren Gepäckträger brauchen. Und das ist dann auch wiederum ein richtig stabiles Teil. Ist selbst entwickelt, also kein Zukaufteil, ist sehr, sehr lang und bietet dadurch natürlich einige Möglichkeiten. Auf der einen Seite Kindersitze drauf zu montieren und diese zusätzlichen Streben, die man mit bestellen kann, bieten dann eben die Möglichkeit, um Packtaschen die einfach an die Seite ranzuhängen. Und ihr seht, da ist sogar noch ein bisschen Platz. Selbst größere, breitere Packtaschen dürfen hier ohne Probleme Platz finden. Also ein sehr stabiler Gepäckträger hinten, ein sehr stabiler Gepäckträger vorne. Und wir wollen jetzt mal sehen, wie sich dieses Bike beladen fährt. Jetzt fahren wir mal eine Runde durchs herbstliche Lübeck. Und wir haben natürlich unsere beiden Mitarbeiter dabei, die Säcke. Einmal Tam, der hier vorne drin liegt und nicht sehr happy aussieht. Arak hingegen hinten auf dem Kindersitz, der knarzt ein bisschen, nicht wundern. Auf jeden Fall ist das Ganze jetzt so ausgestaltet, dass hier vorne knapp 17,5 Kilo drin sind und hier hinten drauf knapp 17,5 Kilo, also 35 Kilo Gesamtbelastung und ein 95 Kilo Mensch in der Mitte. Und wir wollen mal sehen, wie sich das jetzt bewegen lässt. Los geht's. Einmal vom Ständer holen, das ist nicht super einfach. Der Ständer hebt das Rad ziemlich weit nach oben. Und das Erste, was wir gleich natürlich machen, ist der Beschleunigungstest. Und wenn man jetzt hier stehen bleibt, das allererste, was er macht, er schaltet in den 3. Gang. Den haben wir jetzt als Standardgang auserkoren. Wir sind jetzt im stärksten Modus und wir beschleunigen mal. Und 25 km/h. Was zuallererst auffällt, es ist komplett mühelos. Also wo man bei einer Enviolo teilweise so das Gefühl hat, in Pudding reinzutreten, ist das hier wirklich gnadenlos und wird sofort in Vortrieb umgesetzt. Und das ist natürlich der Vorteil hier an dieser Narbe mit einem festen Planetengetrieben. Da ist die Effizienz einfach sehr groß, was auf der einen Seite das Rad oder die Kraft des Motors und die Kraft der Person auf dem Sattel besser nutzen lässt. Auf der anderen Seite aber auch natürlich sehr gut ist für die Reichweite. Natürlich einmal blinken, um zu zeigen, dass wir jetzt abbiegen wollen, um gleich dann den Bergtest zu machen am mächtigen Jerusalemsberg. Wir versuchen wie immer eine recht hohe Trittfrequenz zu halten, recht wenig Kraft auf dem Pedal. Gucken wir mal rein, 22, 23 km/h ist jetzt unsere Standard-Grundgeschwindigkeit, 210 Watt, 80 Umdrehungen pro Minute, immer noch 21 km/h, jetzt müssen wir einmal runtergehen, 18 km/h, hier am Jerusalemsberg 19 km/h, also 18,5, 19 km/h, das ist echt super fix hier an diesem Berg. Das heißt also auch mit dieser Schaltung habt ihr bei stärkeren Steigungen gute Möglichkeiten,
durch diese hohe Effizienz, um bergauf zu kommen. Und nach unten hin ist auch noch sehr viel Bandbreite übrig, meine ich natürlich, um auch sehr starke Steigungen hochzukommen. Ich war jetzt im 5. Gang, also da sind noch 4 leichtere Gänge übrig. Also selbst für sehr schwere Fahrräder und für sehr starke Steigungen gibt es da den richtigen Gang bei der 3X3. Hier, dieses Rad ist etwas zu klein für mich. Ihr könnt das in der Seitenansicht jetzt sehen. Die ist jetzt sehr stark nach vorne gebeugt. Aber wenn wir uns jetzt hier so ein bisschen in die Kurve lehnen, dann ist das, ich will es nicht zu sehr übertreiben wegen des nassen Bodens, aber es fährt sich wie ein normales Fahrrad. Die Lenkung ist leichtgängig, fast schon ein bisschen zu leichtgängig, weil es mit der Last hier vorne drauf jetzt schon so ein bisschen leicht in Schwingung gerät. Also der wäre, glaube ich, ein Lenkungsdämpfer ganz gut. Wo man beim Beschleunigen etwas aufpassen muss, bei der 3X3. Hier sind halt 3 Planetengetriebe drin, die jeweils 3 Gänge schalten. Innerhalb der Planetengetriebe schalten die Gänge wirklich super easy durch und super schnell. Der Motor unterbricht dabei kurz den Zug, sodass die Narbe einfach sehr entspannt schalten kann. Wenn er allerdings dann vom 3. in den 4. schaltet und vom 6. in den 7., dann reicht diese Momentunterbrechung des Motors nicht immer aus. Also da muss man dann sich so ein bisschen angewöhnen, selber etwas vom Gas zu gehen. Ansonsten passiert aber nichts. Also er bleibt dann einfach im 3. Gang. Dann kommt hier eine kleine Diode, die dann anzeigt, irgendwie, ich leuchte rot, und dann hat der Gangwechsel nicht geklappt. Also wir beschleunigen jetzt mal. Und jetzt ist er im 3. Gang geblieben, weil er gemerkt hat, da ist zu viel Druck auf dem Pedal. Ein Sicherheitsmechanismus, damit eben die Narbe nicht kaputt geht. Hier. Auch die Elastizität, also ich bin jetzt im 6. Gang geblieben. Der Motor kann durch diese effiziente Schaltung einfach richtig gut arbeiten. Und dann fahren wir jetzt mal ein bisschen über Gravel. Also auch hier rollt das Bike richtig schön rüber. Es ist halt ein kurzes Fahrrad mit einem kurzen Radstand. Es fährt sich sehr natürlich, sehr sportlich. Und auch hier die Bremse, die Fahrwerkerbremse, lässt sich sehr einfach kontrollieren. Und jetzt machen wir mal einen Test, den dieses Fahrrad, denke ich, mit Bravour bestehen dürfte, nämlich das Anfahren am Berg. Wir schalten mal in den 1. Gang, um so ein bisschen zu prüfen, wie gut das tatsächlich funktioniert, wie klein die kleinste Übersetzung ist. Wir sind im Turbo-Modus. Rollen wir mal los. Ja, und es ist tatsächlich wie erwartet. Das ist überhaupt kein Problem, das Fahrrad in Gang zu bekommen. Man rollt sehr entspannt los. Der Motor kann die komplette Arbeit machen. Man gibt mit den Beinen wirklich nur ein bisschen den Impuls. Also das kann diese Schaltung wirklich richtig gut. Und dann gehen wir jetzt mal rüber. Das Fahrrad ist ja nur so groß wie ein normales Fahrrad. Man muss auch auf nichts groß achten. Es ist keine Ladefläche irgendwo im Weg. Also sehr angenehm. Und durch diese geringe Größe des Bikes funktionieren natürlich auch schmale Wendemanöver. Jetzt hier an dieser Stelle. Also kein Unterschied zu einem normalen Fahrrad. Durch den breiten Lenker gibt es ein hohes Maß an Kontrolle. Ich habe jetzt hier natürlich die Sattelstütze einmal ausgetauscht, weil die serienmäßig verbaute Stütze in der Rahmengröße M ein bisschen zu kurz war für mich. Deswegen habe ich einen anderen Sattel und keine Federsattelstütze. Aber das ist tatsächlich auch bei so einem Untergrund eigentlich kein Problem. Klar, ein paar Vibrationen hört man jetzt durch die Box vorne drauf. Aber das ist insgesamt sehr angenehm. Natürlich durch den auf der einen Seite richtigen Luftdruck, auf der anderen Seite aber auch durch diese sehr feinfühlig ansprechende Federgabel. Es fährt sich halt wie so ein Oldschool Mountainbike mit etwas höherem Gewicht vorne drauf. Genau, und das war jetzt der Punkt, dass da noch zu viel Druck drauf war. Das sind halt so die Besonderheiten bei der elektronischen Schaltung. Und 25 km/h und wir bremsen jetzt. Das Rad ist jetzt natürlich durch die kurze Gesamtlänge ein bisschen gerutscht. Wir hatten jetzt einen recht langen Bremsweg, 3,50 Meter bis 4 Meter. Das Gefühl an den Bremshebeln war aber sehr angenehm. Also die Bremshebel haben einen richtig guten Griff, einen guten Druckpunkt und der Reach zu dem Hebel ist auch im Vergleich zu den alten Versionen dieser Bremse deutlich kleiner geworden. Das heißt also, auch Menschen mit kleineren Händen sollten hier gute Bremsleistung erzielen können. An den trockenen Tagen, an denen ich diese Bremse schon fahren konnte, hat die sich wirklich sehr gut angefühlt. Und das Fahrrad reagiert auch
sehr neutral, wenn man stark bremsen muss. Also es schwenkt nicht zur Seite aus, sondern es bleibt sehr gerade. Mit dem anderen Bike unterwegs. Und diesmal meinen wir es wirklich ernst. Oh, die Kamera ist schon ausgegangen. Die läuft noch. Gut, also nur eine Kamera. Bei diesen kalten Temperaturen, wir haben hier Schneefall so ein bisschen. Und wir haben hier das Bike mit den Knollenreifen. Das ist richtig gut. Natürlich richtig viel Grip hier an den Reifen jetzt, auch bei solchen matschigen Gegebenheiten. Und was ihr jetzt nicht sehen könnt, aber die Sitzposition bei dem L-Rahmen ist natürlich deutlich angenehmer für mich. Und ein Effekt, den ich bei dem grünen Bike am Anfang hatte, den habe ich jetzt hier nicht. Also das hier schaukelt sich wirklich gar nicht auf. Ja, und dieses Bike, also mit dem kräftigen Motor und jetzt der manuellen 3x3, fühlt sich das richtig gut an. Mit der manuellen 3x3 hat man halt noch ein bisschen mehr das Gefühl einer klassischen Nabenschaltung. Also kurz vom Gas gehen, schalten und schon ist der Gang drin. Und was mir jetzt auch gerade hier im sportlichen Einsatz auffällt, dass diese Gangsprünge sehr vorausschaubar sind. Also da weiß man ganz genau, in welche Richtung man drehen muss, um die optimale Trittfrequenz zu erhalten. Natürlich ist es nicht so super fein abgestimmt, aber das ist gerade hier in der Version mit dem E-Motor eh nicht so wichtig. Jetzt hier im dritten Gang gibt es ein bisschen malendes Geräusch von der Schaltung, das dann im vierten Gang komplett weg ist. Also je nachdem, in welchem Gang man sich befindet, hat man so ein paar unterschiedliche Geräusche aus der Narbe, ist aber völlig in Ordnung. Also bei der mechanischen muss man sich nicht je nach Gang noch so ein bisschen umgewöhnen an die Gangwechsel, sondern man nimmt einfach immer ganz kurz ein bisschen Kraft raus und kann dann durch die Gänge schalten, egal in welchen Gängen man sich befindet. Und das ist sehr angenehm, muss ich sagen. Ich persönlich würde sagen, dass mir die manuelle sogar ein bisschen mehr Spaß macht, auch wenn ich Drehgriffen allgemein nicht so positiv gegenüberstehe. Aber hier so schnell durchzuschalten, das ist natürlich ein echter Vorteil. Was jetzt mir aufgefallen ist, wenn man auf dem Gas bleibt und schalten möchte, dann geht es in die eine Richtung teilweise und in die andere Richtung dann teilweise gar nicht. Also da sperrt er dann den Hebel, was so eine Art Überlastungsschutz ist, damit einfach die Narbe nicht kaputt geht. Also da knallt er dann nicht auf Biegen und Brechen den Gang rein, sondern man hat ein ziemlich gutes haptisches Feedback, ob der Gangwechsel funktioniert oder nicht. Das ist richtig cool. Jetzt hier ohne Handschuhe kann man noch ein bisschen besser beurteilen, wie die Haptik von diesem Drehgriff ist. Und er ist sehr, sehr griffig. Also diese Rillen, die da drauf sind, geben ein gutes Griffgefühl. Wie gesagt, auch wenn ich nicht so ein großer Fan von Drehgriffen bin, allgemein funktioniert der aber richtig gut. Ich fahre jetzt noch ein bisschen mit dem Ding durch die Gegend, sammle meine Gedanken und dann sehen wir uns in ein paar Wochen zurück im Studio. Wir waren jetzt einige Wochen immer mal wieder mit diesen beiden Bikes im herbstlichen Lübeck unterwegs und konnten so ein paar Eindrücke sammeln. Und ihr findet natürlich wie immer eine komplette Bewertung anhand der Radelbande-Bewertungsmatrix über den Link unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir mal auf 3 Dinge eingehen, die uns besonders gut gefallen haben und 3 Dinge, die uns weniger gut gefallen haben. Und wir starten mal mit den letzteren. Und da beginnen wir mal mit der 3x3-Narbe, denn die ist gerade in der elektronischen Variante ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Denn zwischen den Gängen 3 und 4 und 6 und 7 werden in der Narbe mehrere Kupplungen gezogen, um vom Vorschalt in das Hauptgetriebe und vom Hauptgetriebe in das Nachschaltgetriebe zu wechseln. Da sind halt 3 Getriebe quasi in einem Gehäuse drin. Und das sorgt dafür, dass in diesen Gangwechseln einfach mehr Zeit verstreichen muss, um diese Gangwechsel regelmäßig durchzuführen. Das ist halt etwas, was dann im Alltag doch häufiger für eine Überraschung gesorgt hat, selbst wenn man schon mehrere Wochen damit unterwegs war. Da funktioniert die manuelle Variante
deutlich entspannter, weil man selber als Person auf dem Sattel immer gleich viel Kraft rausnimmt mit jedem Gangwechsel. Daran gewöhnt man sich schneller als an die elektronische Variante. Der zweite Kritikpunkt betrifft den Ständer, denn der ist gerade mit beladem Rad wirklich schwierig in der Anwendung. Er hebt das Rad auch unnötig weit hoch und wenn er eingeklappt ist, dann hängt er auch noch sehr tief über dem Boden. Das heißt, Kantsteine, höhere Wurzeln etc. können regelmäßig zu einem Problem werden, wenn man da dann irgendwie drüber schraubt. Naja, wobei immerhin die Aufgabe des Stehens übernimmt er ja ganz gut. Und der dritte Kritikpunkt ist, dass beide Räder einen recht ausgeprägten Speed-Wobble hatten. Ich war in der Lage, den durch eine erhöhte Vorspannung auf dem Steuersatz zu reduzieren. Und Portus bietet jetzt auch einen Lenkungsdämpfer im Konfigurator an. Aber allein halt auch diese Konzeption als Bäckerrad und die Nutzung des Werkstoffes Stahl, der nochmal anders schwingt als Aluminium zum Beispiel, können halt auch weiterhin dafür sorgen, je nach Beladungssituation, je nach Reifendruck, je nach Druck auf der Gabel, je nach Sitzposition, dass es da auch zu Speed Wobble kommt. Und das lässt sich einfach bei so einem Bike kaum so richtig verhindern. Allerdings haben uns die Bikes insgesamt sehr gut gefallen und das lag im Wesentlichen an diesen 3 Punkten. Und zwar auch wieder an der Schaltung. Gut abgestimmte Gänge mit konsistenten Gangsprüngen, eine große Bandbreite und eine hohe Effizienz machen diese Schaltung wirklich aus. Gepaart dann noch mit dieser hohen Haltbarkeit passt diese Schaltung auch sehr gut zu dem Konzept des Portus. Und das ist der zweite Punkt, der uns richtig gut gefällt, denn beide Bikes sehen nicht nur mega cool aus, sondern sind auch wahnsinnig gut verarbeitet, haben eine gute Qualität der Beschichtung, auch die Verbindung der Rahmenrohre ist sehr gut gelungen und natürlich auch der Werkstoff Stahl, der ja verspricht, dass man damit sehr, sehr lange sehr viel Freude haben dürfte. Und der dritte Punkt, der uns richtig gut gefällt, ist die Vielfalt in den Konfigurationen. Egal, ob man sein Bike als Mountain Cargo Shred Thing irgendwie konfigurieren möchte oder als eleganten City Cruiser, es ist dafür geeignet und es passt seltsamerweise beides sehr gut zu diesem Rahmen an sich. Und da sind wir jetzt so bei der Geschichte. Für wen ist das eigentlich geeignet? Das Portus Cargo ist ein ernstzunehmendes Lastenrad, hat aber so einen gewissen Twist. Durch diese geringe Größe kann es nämlich als ganz normales Fahrrad verwendet werden und auch diese Ladefläche leer gelassen werden, bis man sie dann braucht. Und dann bietet sie wirklich sehr, sehr viel Platz. Wir sind in den letzten Wochen eigentlich immer mit so einer Box vorne drauf rumgefahren, die wir dann hier mit so einem Fahrerstraps verzurrt haben, um einfach dann Rucksäcke etc. vorne reinschmeißen zu können. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Das Kind saß dann hier hinten drauf, auf dem Kindersitz, auf dem Gepäckträger. Mit dem Setup lässt sich der Alltag mit Kind zum Beispiel auch super managen. Alle Einkäufe passen da vorne rein. Man kann hinten das Ganze natürlich auch mit Packtaschen etc. bestücken. Und somit eignet es sich hervorragend für den Alltag, wenn ihr auch zum Beispiel wenig Platz habt, um so ein Lastenrad abzustellen. Allerdings könnte ich mir das auch gerade in einer solchen Konfiguration zum Beispiel hervorragend als Reiserad vorstellen, wo hier vorne einfach eine große Duffelbag oder so draufgesetzt werden kann, um so ein bisschen den Taschenkladderatsch zu reduzieren an eurem Reiserad. Dieses Bike ist halt wirklich in seiner Idee, in seiner Konzeption für diejenigen gedacht, die sowieso ein Fahrrad haben, die Fahrrad fahren, aber einfach noch ein bisschen mehr Praktikabilität, etwas mehr Platz auf ihrem Fahrrad brauchen. Die 3x3-Narbe kann ich wirklich dann empfehlen, wenn ihr im Vergleich zu einer der klassisch verbauten Narben eine höhere Haltbarkeit, eine höhere Bandbreite sucht und auch eine richtig knackige Bedienung, gerade hier in der mechanischen Variante. Die elektronische Variante krankt noch so ein bisschen unter der Kommunikation zwischen dem Bosch-System und der elektronischen Schaltung. Da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Arbeit notwendig, um das nochmal etwas besser abzustimmen, aber das wird in Zukunft auch nur noch besser werden. Was ich mir allerdings auch wünschen würde, ist einfach eine komplett automatische Schaltung, bei der ich gar nicht mehr hoch und runter schalten muss.
Bis dahin würde ich sagen, dass die mechanische Schaltung die erste Wahl ist, wenn ihr halt eine 3x3 bei eurem Fahrrad konfigurieren wollt. Aber was sagt ihr jetzt zum Portus Cargo und zu der 3x3 Schaltung? Seid ihr diese Bike schon mal gefahren? Seid ihr die Schaltung schon mal gefahren? Habt ihr sie vielleicht schon an eurem Alltags-E-Bike? Dann schreibt gerne mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.